Also ich bin Gwen, ich bin 19 und ich mache Mucke. Ja. Mann, das ist so unangenehm. Ich bin Gwen, ich bin 19 und ich mache Musik. Und das ist die wunderbare Caitlin, 20, und ist Main Protagonist in unserem Musikvideo. Du willst dich immer mehr so im Songwriting-Thing so ein bisschen ausprobieren. Und Caitlin hat mir vor circa einem Jahr, oder? Ein Gedicht / halben Songtext so geschickt, ungefähr so. Und einfach mal gefragt, hey, kannst du damit irgendwas anfangen, Gwen? Kannst du vielleicht irgendwie gucken, was man daraus machen kann? Und naja, das habe ich gemacht. Ich habe mir auch ehrlich ein bisschen Zeit gelassen damit. So ist es entstanden und wir haben viel darüber gesprochen. Das Thema ist sehr, wie sagt man, sehr heikel, ja. Es ist schon nicht unangenehm, also man sollte es auf jeden Fall nicht totschweigen. Es geht um Rape. Also es geht um Rape, Erfahrungen generell mit sexueller Gewalt. Und der Song handelt quasi davon, aus Erfahrungen, die man gemacht hat. Und auch, wie man sich da fühlt. Zum Beispiel, der Anfang ist halt so ziemlich für mich das Wichtigste, weil da am Ende wiederholt wird, dieses Trügerische innerhalb einer Beziehung, die halt schnell ins Gewaltsame endet. Genau, also du hast mir diesen Text geschickt und ich habe einfach mal geguckt, was man daraus basteln kann. Ziemlich schnell irgendwie so eine ganz nette Chord-Progression rausgehabt und immer wieder ein bisschen dran weitergearbeitet, immer ein bisschen so den kleinen Ausschnitt geschickt und irgendwann hatte ich den Lyrics fertig, aber wusste noch nicht, wie ich es melodisch fertig mache. Und eines Tages saß ich dann da und war so, okay, nein, ich schreibe diesen Song jetzt fertig. Und dann ging das tatsächlich auch ziemlich schnell dann. Und dann habe ich das aufgenommen, ganz schnell gespielt und dir geschickt. Und das war echt voll der krasse Moment, glaube ich, für uns beide. Wir hatten noch ein bisschen Streit ab und zu. Das war nicht das Nice da dran. Es war mehr so, ich bin mir nicht sicher, ob ich doch will, dass das rauskommt oder nicht. Aber im Endeffekt bin ich zumindest so happy, dass das jetzt rauskommt, weil es so lange gedauert hat, bis es überhaupt soweit war. Es war halt so, dass ich das fertig gemacht habe und das bis zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall der beste Lyrics war, den ich je geschrieben habe, beziehungsweise der beste Song, den ich je geschrieben habe. Also in meiner Sicht so. Und fand es einfach viel zu schade, den einfach liegen zu lassen und nicht irgendwie der Welt zu zeigen und Awareness für dieses Thema zu schaffen. Viel drüber gesprochen und dann stand es viel auf der Kippe und letztendlich ist es jetzt, haben wir jetzt ein Video gedreht und den Song recorded. Ich habe im August 2020 angefangen, in einem Biergarten zu arbeiten in Köln und da habe ich Fine kennengelernt. Fine ist eine super, super liebe, süße, kreative, talentierte junge Frau. Und wir waren direkt auf einer Wellenlänge und wir haben uns super gut verstanden. Dann hatte ich sie gefragt, hey, ich habe hier diesen Song, hast du vielleicht Bock, das zu filmen? Und uns dann zu Hause bei ihr hingesetzt und ein bisschen gebrainstormt. Dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass nur Fine als Kameramensch und Regisseur und alles Mensch sozusagen, das klappt einfach nicht, weil wir so viele Ideen haben. Und dann habe ich so überlegt, wen könnte man denn anhauen? Da habe ich den lieben Cedric, der jetzt gerade hinter der Kamera sitzt, geschrieben. Wir hatten schon vorher über Instagram ein bisschen Kontakt gehabt. Und dann innerhalb von, 24 Stunden hatten wir auf einmal einen Creative Director, einen Kameramann, der das professionell macht, einen Behind-the-Scenes-Kameramenschen, also quasi Schauspieler für das Musikvideo. Ich habe meinen Produzenten. Ich habe Unterstützung von meiner Band bekommen, die Dinge für den Song eingespielt haben. Und auf einmal ist aus so einem kleinen Projekt so ein riesiges, krasses Projekt geworden. Und das ist für uns alle voll krass. Es ist dein erstes Musikvideo, es ist Fines erstes Mal, wo sie als Regisseurin arbeiten kann. Und mein erstes Musikvideo in general. Und für uns alle war das irgendwie eine neue Erfahrung, eine krasse Erfahrung. Und für mich, ich weiß, dass mich Leute so supporten und irgendwie gern meine Musik hören, aber ich habe das so richtig gespürt zu diesem Zeitpunkt, war so, wow, okay, krass, die machen das alle gerade irgendwie
für lau und haben einfach alle so krass Bock auf dieses Projekt. Und das ist echt, also das war echt schon, ich war positiv überwältigt und sehr überfordert, aber positiv überfordert. Genau, und dann dachte ich, okay, Caitlin hat mir immer noch die Grundlage für diesen Song geliefert und hat auch Bock auf dieses Projekt und will gern, dass dass sie eingebunden wird. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, für mich zumindest, hey, okay, ich frage Caitlin auf jeden Fall, ob sie im Video dabei sein möchte. Ja, und jetzt haben wir einen Main Protagonist. Ja, das war Hardcore. Ich habe noch nie vor der Kamera gestanden und ich war bisher in Schulproduktionen und so theatermäßig. Und die größte Angst war einfach, dass ich mein Gesicht zu sehr verziehe, dass es sehr unnatürlich wirkt, weil es halt immer so war. Und ich hoffe, dass es auch so ist, dass es sehr natürlich wirkt und nicht total. Es geht jetzt ab, Leute. Alles, was ich gesehen habe, war einfach mega krass. Also es gab so ein paar Momente, wo es auch ein bisschen lauter war. Ein paar Scherben sind geflogen und ich hatte hatte Gänsehaut. Im Hintergrund hatten wir in einer Szene dann auch den Song im Endeffekt laufen und ich dachte mir so, boah, Alter, das wird so krass, es hat so eine krasse Wirkung gerade. Das wird geil. Es ist einfach geil. Es macht so viel Spaß. Das hat echt viel Spaß gemacht und du hast es so gut gemacht. Jesus Christ, das ist echt gut gemacht. Dann fing das gestern an, wir haben so Sachen besprochen und die einfachsten Szenen haben am längsten gedauert. So eine einfache Jacke zu fallen ist verdammt kompliziert, Leute. Das ist nicht so leicht, wie ihr denkt. Ihr macht das so, aber das war mit am schwierigsten. Und ich habe so meine zwei Lieblingsszenen, die Rage-Szene und die Weinszene, weil ich da so drin aufgegangen bin. Also vor allem bei der Rage-Szene, da lief ein Song im Hintergrund, wo ich direkt dachte, ja, ich hau die alle kaputt. Es geht jetzt ab und ich wusste nicht, wann ich aufhören sollte. Ich habe immer weiter zerstört. Und bei der Weinszene, das war für mich so eine krasse Erfahrung, wie schnell ich mich wieder so hineinfühlen konnte und wie schnell ich dann wirklich sagen konnte, okay, ich habe den Punkt wieder erreicht, wo ich sage, jetzt hast du gleich eine Panikattacke. Aber es war richtig interessant, einfach diese Situation nachzuempfinden und nachzuerleben und voll mit Scherben zu sein. Aber ich habe noch ein paar Schnitte. Ich habe es überlebt und mir geht's blendend. Also ohne Witz, ne? Ich war halt die ganze Zeit hinter der Kamera und habe es über den Bildschirm gesehen oder durch die ganzen Kamera- und Lichtereinstellungen und so. Und ich war wirklich die ganze Zeit so, ist sie okay? Ist es gespielt oder ist es echt oder ist es beides oder was passiert gerade? Sollen wir kurz reden gehen oder? Also ich war die ganze Zeit so, ist sie okay? Ist sie fein? Also das war teilweise echt viele Gänsehautmomente. Das war echt echt krass. Gut, dass das so rüberkam. Ja. Hey, ich freue mich. Und dann gibt's natürlich noch die Duschszene. Leute, die ich gerade erst kennengelernt habe, sehen mich Ich hab was an. Okay, das ist wichtig. Ich hatte da eine richtig große, nudefarbene Unterhose an und einen Klebe-BH, der mich so enttäuscht hat in seiner Existenz, dass ich noch an dem festhalten musste. Aber es war einfach echt nett, die Leute kennenzulernen und dann konnten sie mir unter die Dusche folgen. So total verständlich. Und immer wieder kam dann diese schwarze Farbe, die total kalt war und glitschig. Oh, und dann wurde sie immer weiter drauf getappt. Und dann kam sie noch in meine Hand, dann musste ich sie auch noch verteilen. Und ich saß da ungefähr, glaube ich, gefühlt eine Stunde unter dieser Dusche, unterm Wasser. Immer wieder Farbe am Nachholen. Und die standen alle um mich herum und ich sitze da und denke so, wie kriege ich das hier wieder ab? Also ich habe danach nochmal geduscht. Und es ging so schlecht weg. Es war der Hammer. Du denkst, du hast das eine weg, dann ist da was Neues. Es war ein aggressiver Oktopus bei uns im Badezimmer gelandet. Ja. Es war sehr lustig, das sauber zu machen. Hat super viel Spaß gemacht. Highlight. Ich fand die Szene, die Bettszene auch krass, wo Tim in der Tür steht und man nur seine Silhouette sieht. Das hat auch voll die krasse Wirkung. Ja. Ja, ich glaube, das waren so meine Lieblingsmomente. Das war auch meine Lieblingsszene. Ich konnte im Bett liegen und ich bin dann eingepennt. Und ich war so, was machen wir, Alter, bist so müde. Ich will eigentlich echt nur nochmal Danke an jeden sagen, der da mitgewirkt hat. Es ist
ich kann das immer noch nicht ganz fassen, dass es dieses Wochenende passiert. Es ist auch irgendwie super schnell gekommen. Es kommt mir vor, als hätten wir das vor Monaten geplant und jetzt auf einmal sind wir so mittendrin. Ich bin dankbar für jeden, der irgendwie Bock hat oder hatte oder an diesem Projekt mitzuarbeiten, sich Zeit genommen hat, hingefahren ist. Wir haben uns auch alle vorher testen lassen, damit wir auch echt safe sein können mit Corona und so. Und jeder hat auch einfach Bock drauf gehabt und das ist einfach so toll. Und ich glaube, das merkt man auch bei dem Gucken des Videos und beim Hören des Songs. Ich danke einfach. Danke. Ich weiß nicht, ja, danke.